Hallo, heute machen wir diese leckeren Rinderrouladen. Dazu habe ich hier bereits alles vorbereitet mit meinem Helfer. Ich habe heute Jakob mit dabei. Sag mal Hallo. Hallo. Und jetzt beginnen wir als erstes, die Rouladen zu rollen. Hierfür nehmen wir die Rinderrouladen, die sind vom Metzger schon fertig geschnitten. Das tut man sich selbst am besten nicht an. Einfach hier auslegen. Wenn die noch sehr nass sind, wie immer mit meinem Lieblingsutensil, Zewa, einfach trocken tupfen. Ist bei der hier jetzt nicht nötig. Die wird jetzt erstmal von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer bestreut. Das habe ich hier schon fertig gemischt, damit wir da weniger Stress mit haben und es ein bisschen schneller geht. Und man sich nicht alles dreckig macht, vor allem nicht die Streuer. So. Dann schaut man, dass man hier eine breite Seite hat und eine schmale. Die breite legst du eher zu dir hin. Wenn die Roulade zu groß ist, ich mag sie immer lieber ein bisschen kleiner, kannst du sie natürlich auch in der Mitte einmal durchschneiden. Da so ein Stück Fett, das kann natürlich weg. Und dann einfach hier erstmal schön mit Senf bestreichen. Von allen Seiten. Das gibt der Roulade dann auch ihren Geschmack. So. Löffel erstmal zur Seite legen. Jetzt kommen darüber die Baconstreifen. Wie immer habe ich das Fleisch natürlich vom Metzger meines Vertrauens. Den verlinke ich euch auch unter dem Video. So, hier schön die Baconstreifen drauf. 3 reichen eigentlich schon. Gibt dem Ganzen schon genug Geschmack. Und jetzt wird die Roulade gefüllt. Ich fülle die hier mit Gewürzgurke. Da habe ich schon so gespaltete Gurken genommen, die ich einfach nochmal in der Mitte in Streifen geschnitten habe. Dann kommen hier die Karotten dazu und ein bisschen Zwiebeln klein gewürfelt. Und das ist ein bisschen einfacher vom Einrollen, weil Zwiebeln ja schwierig in Streifen zu schneiden sind. Es ist immer ein bisschen leichter, wenn du sie dann würfelst. So, jetzt kommt der spannende Part, die Roulade zu rollen. Am besten hier einfach mit dem Ende erstmal anfangen, das drüber zu rollen. Schön eng halten, dann hier ein bisschen weiter rollen. Gucken, dass du die Seiten so ein bisschen versuchst einzuklappen. Ich habe die jetzt natürlich sehr großzügig gefüllt, aber muss ja auch Füllung drin sein. Und dann einfach hier weiter rollen. Die erste Roulade zeige ich dir jetzt mit der Variante mit den Zahnstochern. Das jetzt hier drüber. So, dazu hier den Zahnstocher nehmen. Einstechen nach unten und oben wieder raus. Kann man sogar noch eins nehmen. Und auch an den Enden, damit die Füllung nicht rausfällt, wie so ein Nähstäbchen, einmal an der Seite rein und wieder raus. Und wenn es geht, nochmal rein. Ich finde es mit Zahnstochern fast immer ein bisschen praktischer, weil du die einfach später nur noch rausziehen brauchst, aber wir machen auch gleich nochmal die Variante mit der Kordel. So. Kann hier, wenn man möchte, natürlich die Ecken dann noch abbrechen, aber ist auch nicht wirklich notwendig. So, hier haben wir die erste schön gewickelte Roulade und dann geht es auch schon weiter mit der zweiten. Diese machen wir dann mit der Kordel. Die Variante ist genau die gleiche. Zuerst das Auslegen, mit der Pfeffer-Salz-Mischung bestreuen, die breitere Seite zu dir legen, schön einschmieren mit Senf, Baconscheiben, Gurke, Karotte, die Zwiebeln in Würfel. So, auch hier wieder anfangen einzurollen, schön eng. Dann gucken, dass du es an der Seite so ein bisschen einklappst. Und dann, Jakob, schneid mir mal ein ca. 30-40 cm Stück Kordel ab. Super bei sowas, wenn man einen Helfer hat. Ja, super, reicht. Perfekt. Hier habe ich jetzt die Kordel. Die lege ich jetzt erst einmal unten drunter. Nach oben. Dann nimmst du sie einmal hier so über Kreuz. Guckst, dass sie an den Seiten das Eingeklappte schön zuhalten. Drehst das Ganze nochmal um. Und machst dann hier eine schöne Schlaufe rein. So, perfekt. Das ist die Variante mit der Kordel.
Das machst du jetzt mit deinen ganzen Rouladen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Jakob anfängt, die Soße vorzubereiten. So, da ich jetzt immer noch weiter am Rouladenrollen bin, wird Jakob jetzt mit euch anfangen, die Soße schon mal vorzubereiten. Wir machen das wie immer in unserem elektronischen Dampfdrucktopf, weil es einfach viel schneller geht wie in einem normalen Topf oder in der Kasserolle im Backofen. Da haben wir jetzt schon einen Topf mit Mondamin, der ist auch schon heiß, oder? Mondamin ist schon geschmolzen, Jakob? Ja, ist schon geschmolzen. Super, dann kannst du jetzt dein Suppengrün darin anbraten. Was hast du da alles? So, hier haben wir Knollensellerie, Petersilie, Karotten und Lauch drin. Perfekt. Jetzt das Ganze erstmal richtig schön anbraten. So, Jakob, ist es denn jetzt schon soweit ganz gut angebraten, oder? Ja, sieht gut aus. Super, dann kannst du jetzt schon den Löffel Tomatenmark noch mit reingeben und mit anbraten. Und weißt du auch, wofür das Tomatenmark ist in der Soße? Nee. Dadurch, dass wir das Tomatenmark da jetzt mit anrösten, haben wir dann hat es dann später eine schöne braune Farbe. Und wenn nicht, können wir noch ein bisschen schummeln. So, während das jetzt weiter bei dir anbrät, kannst du schon mal die Herdplatte anmachen, damit deine Pfanne heiß wird. Schalt ruhig auf 9, dass es erstmal richtig schön heiß wird, weil da drin brätst du dann gleich alle Rouladen einmal rundherum an. Immer zwischendurch auch das Gemüse wieder leicht wenden. Wie sieht es aus mit dem Gemüse? Ist jetzt gut angeröstet? Ja, sieht gut aus. Super, dann gib da mal einen ordentlichen Schuss Rotwein mit rein. Auch noch mal kurz wenden. Jetzt musst du ein bisschen Gas geben, weil ich glaube, dein Öl wird auch langsam heiß. Oder ich muss ein bisschen Gas geben, ich habe hier immer noch 4 Rouladen zu rollen. Das kannst du jetzt einfach erstmal da so lassen. So, und jetzt dir einfach eine Roulade schnappen, vielleicht erstmal nur eine. Und in die Pfanne rein und von allen Seiten anbraten. Du kannst ja auch 2, 3 da reinlegen. Was du glaubst, dass du es noch unter Kontrolle halten kannst. Multitasking ist gefragt. Ich stehe unter Druck. Ich stehe unter Druck, okay. Immer schön entspannt bleiben beim Rouladen anbraten. Ist ja nur, damit sich die Poren verschließen, damit sie dann am Ende noch schön saftig bleiben. Wenn die fertig angebraten sind von allen Seiten, einfach mit auf das Gemüse oben drauf, das Gemüse noch einmal vielleicht umrühren. Ich habe den Topf jetzt auch mal kurz ausgeschaltet. So, und jetzt brätst du erstmal alle Rouladen an und machst sie in den Topf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt wo die letzte Roulade im Topf ist, kannst du hier noch die Reste reinmachen vom Wickeln. Einfach oben drauf schütten. Die braucht man nicht verschwenden, die kann man einfach mit in die Soße geben. Auch die Zwiebeln einfach noch mit rein. Ein guter Löffel Senf, dann ist der Löffel auch wieder sauber, schadet auch nicht. Und hier ist noch der Rest vom Salz und Pfeffer, den kannst du auch einfach drauf. So haben wir dann nichts verschwendet. Und jetzt einmal Wasser drüber kippen, so dass die oberste Roulade, vielleicht musst du die noch mal ein bisschen verteilen. Die Rouladen ein bisschen verteilen, dass sie möglichst gleichmäßig drin sind. Und auch der restliche Kram so an der Seite ist perfekt. Und jetzt das Wasser drauf gießen, sodass du ungefähr bei den obersten Rouladen schon Wasser siehst. Von daher kommt es bei der Menge immer ein bisschen drauf an, wie viele Rouladen du gemacht hast. So, und jetzt einfach den Deckel drauf machen. Schräger, genau. Und zudrehen, das Ventil auf die andere Seite, damit es auch dicht ist. Leicht anheben. Perfekt. So ist das Ventil jetzt auch zu. Und dann einfach auf Miet einschalten und dann geht es jetzt von ganz alleine. Wenn du es in einem normalen Topf kochst, auch einfach den Deckel drauf auf mittlere Stufe, am besten auf 5 und da ungefähr eine Stunde vor dich hinköcheln lassen. Oder wenn du es im Backofen machst, in einem Breter bei ca. 180 Grad Ober-Unterhitze, auch ungefähr so eine Stunde. Und dann sehen wir uns wieder und gucken, wie weit unsere Rouladen sind.
So, unser Topf hat jetzt eben gepiept. Wir haben auch schon den Dampf abgelassen, damit wir nicht die ganze Kamera verdampfen. Von daher, jetzt kommt aber doch noch mal ein bisschen Dampf, schätze ich. So, um die Soße jetzt fertig zuzubereiten, nimmt Jakob jetzt erstmal alle Rouladen raus. Und deswegen habe ich auch diese große Schale dahin. Dann können wir mal sehen, wie viel wir überhaupt gemacht haben. Wir haben davon vergessen zu zählen. Rouladen mache ich immer generell gleich eine größere Menge und friere die dann fertig ein mit der Soße. So hat man auch zwischendurch mal ein Mittagessen. Nebendran seht ihr auch schon unsere Klöße, die sind jetzt auch schon gleich fertig. Perfektes Timing, würde ich sagen. Dazu haben wir einfach Kartoffelklöße gemacht, die wir aber vollerweise fertigen Teig für gekauft haben. Gucken, ob da drin noch eine schwimmt. Nö. Sehr gut. Dann den Löffel einfach da drauflegen. So, jetzt das Ganze erstmal pürieren. Dafür den Pürierstab aber tief in die Soße reinhalten, damit es nicht spritzt, weil sonst wird es wirklich schmerzhaft und heiß. Super. Du hast diese gefährliche Mission überstanden. Dadurch, dass wir es jetzt püriert haben, brauchen wir keine Mehlschwitze oder sowas, weil die Soße an sich jetzt schon dick ist. Und wir mussten kein Gemüse und nichts wegwerfen. So, jetzt schmecken wir das Ganze nochmal ab. Würzen es noch ein bisschen nach mit Rosmarin, ein bisschen Zucker, noch einen Mini-Schuss Gurkenwasser. Davon brauchen wir diesmal aber nicht mehr so viel, weil wir vorhin ein paar Gurken mit reingeworfen haben. So, jetzt nochmal ein bisschen umrühren. Aber das ist jetzt natürlich nicht Jakobs Farbe. Jakob mag Braun. braune Soße, so sieht's aus. So, hier kommt jetzt der Geheimtipp für braune Soße, Zuckercouleur. Hier machen wir jetzt einfach mal so einen Schuss rein. Mit Zuckercouleur kannst du jede Soße einfärben, um eine schöne braune Soße zu haben. Also von der Dicke her perfekt, von der Farbe her perfekt. Jakob macht jetzt den letzten Geschmackstest. Sehr lecker. 1A. Super. So, unsere Soße ist jetzt fertig und hier sind unsere fertigen Rinderrouladen. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder Lass ein Abo da.